Bundeskanzler Olaf Scholz kündigt an, dass das geplante Maßnahmenpaket zu Asyl- und Migrationsfragen schnell umgesetzt werden soll. Mit dem Paket soll zum Beispiel Islamismus und die irreguläre Migration besser bekämpft werden. Teil des Pakets soll sein, dass Leistungen für ausreisepflichtige Flüchtlinge und Migranten gekürzt werden können. Auch das Waffengesetz soll verschärft werden. Die Ampelregierung hatte sich nach dem Anschlag auf ein Stadtfest in Solingen auf dieses Paket geeinigt. Ja, und Anna Schneider hat sich das genau angeschaut. Und Anna, wir wollen darüber sprechen, aber auch darüber, dass heute Morgen die Meldung kam, ein Flugzeug in Richtung Kabul, also Afghanen, die abgeschoben werden, Straftäter. Jetzt auch das Maßnahmenpaket. Die Ampel kommt jetzt ja doch in den Tritt. Wie schätzt du das ein? Also ich würde sagen, all diese Maßnahmen sind schon okay, aber es ist trotzdem zu wenig, zu spät. Also wir haben jetzt ein paar Sachen gehört, die da passieren. Menschen werden Leistungen gestrichen, Messerverbot, also Waffenverbote werden irgendwie erweitert. Aber das ist doch wirklich alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Richtiges Beispiel, zum Beispiel diese 27 Menschen, die abgeschoben werden. Die kriegen 1.000 Euro. Also 1.000 Euro Steuergeld für irgendwelche Vergewaltiger, damit sie endlich dieses Land verlassen, was sie schon lange hätte machen müssen. Also das jetzt als die große Nummer zu feiern, verstehe ich nicht. Zumal auch Grünen-Chef Nuripur gerade auch dem Spiegel in der Früh noch sagte, so quasi, daran sollte man sich aber nicht gewöhnen. Das wird nicht Abschiebungen im großen Stil geben, weil die Taliban sind ja ganz furchtbar. Ja, natürlich sind die Taliban furchtbar, aber trotzdem verstehe ich es, wenn man nicht einsieht, dass diese Vergewaltiger und wirklich Schwerstverbrecher weiterhin in Deutschland leben sollten. Also ich glaube nicht, dass die Ampel da den großen Wurf hingelegt hat. Und deswegen kann man gespannt sein, was nächste Woche bei diesem großen Sesselkreis mit Union und Ländern passieren wird. Ja, da hat man Hoffnung zumindest noch, denn irgendwas muss passieren. Die Sicherheit in Deutschland ist das größte Thema aktuell. Und du sagst ja auch, das ist eine Aufgabe, die auch ganz anders ist als alle anderen, die der Staat natürlich auch noch bewältigen muss. Genau, also man kann gerne darüber streiten, wie der Staat ausgestaltet sein soll, welche Maßnahmen, also welche Regeln er vorgeben soll, wie groß er sein soll, welche Bereiche er überhaupt alle bedienen soll. Aber in einer Sache sind sich, glaube ich, alle politischen Parteien und Menschen einig: Der Staat ist in erster Linie zuständig für die Sicherheit seiner Bürger. Und dass dieses Vertrauen und Gefühl allmählich schwindet, glaube ich, ist uns allen klar. Und deswegen halte ich es ja auch für total legitim, dass Friedrich Merz da jetzt ziemlich staatsmännisch vorprescht und Dinge vorschlägt, wie zum Beispiel auch die Zurückweisung an der Außengrenze, die vielleicht rechtlich gerade nicht möglich sind. Nur ich wundere mich dann immer sehr über diese Bedenkenträger, die irgendwie mehr Angst vor europäischen Gerichten als vor Messern im Hals haben, offensichtlich. Also das ist doch kein Verhältnis mehr. Wenn irgendwie Gesetze nicht mehr hergeben, dass einzelne Staaten die Sicherheit ihrer Bürger gewährleisten, dann wird man das Gesetz eher ändern müssen als das andere, würde ich mal behaupten. Also Sicherheit ist einfach so die Baseline, die den Staat legitimiert. Und das kann man einfach, wenn das einmal erodiert ist, dann ist das Vertrauen in den Staat gegessen. Wo sich auch die demokratischen Parteien einig sind, sind verschärfte Waffengesetze. Die Union sagt zwar, das ist unser kleines Problem, aber wir tragen das mit. Weniger Messer sind gut. Jetzt will ich dein Newsletter nicht ganz auflösen, aber du siehst das ein bisschen anders, was die Waffen angeht. Ja, das ist eine total nicht mehrheitsfähige Meinung in Deutschland, ist mir auch vollkommen klar. Aber trotzdem irritiert es mich regelmäßig, dass wir in Deutschland dauernd darüber sprechen, welche Messer jetzt noch in Ordnung sind. 6 cm sind okay, sagt Nancy Faeser. Das kann ja nicht der Ernst sein. Also ich habe noch nie von einem Allahu Akbar schreienden Buttermesser gehört, das irgendeinen Menschen bedroht. Es geht ja logischerweise immer um den Menschen, der es trägt. Also irgendwie Freiheitsbeschränkungen, das übrigens auch Waffenrechtsverschärfungen sind, den Bürgern umzuhängen, nur weil der Staat es nicht schafft, solche Gefährder irgendwie unter Kontrolle zu halten, sehe ich halt nicht ein. Und muss man nicht teilen, ist mir ganz klar, aber dass sich niemand jemals die Frage stellt, ob man nicht eher über Waffenrechtsliberalisierung als über weitere Verbote sprechen müsste, sei mal dahingestellt, weil wenn der Staat es nicht schafft, meine Sicherheit zu gewährleisten, wäre ich einfach gern, ich für meinen Teil, persönlich in der Lage, mein Eigentum und mich selbst zu schützen vor solchen Menschen. Also ja. Das sieht man, du sagst, es ist eine große Debatte natürlich auch in anderen Ländern, wie das sehr schnell schief gehen kann. Klar. Bei den Messern aber auch, Herbert Reul hat es gesagt, es sind unterschiedliche Taten zwischen Solingen, ein mutmaßlicher Terrorist, der, egal welches Gesetz es gegeben hätte, Menschen tötet, und Messerstechereien, die erst im Affekt passieren, weil Menschen die Waffe eben dabei haben. Also Messer, vielleicht sogar andere Waffen, wie du es gerade angesprochen hast. Die Gefahr wird doch dann größer, weil dann passiert es einfach im Streit. Ich habe sie nur dabei gehabt, um mich männlich zu fühlen oder was auch immer. Ich verstehe tatsächlich sogar diese Begründung. Und es gibt ja auch durchaus Polizisten, die sagen, es ist gut, wenn wir das dürfen, oder? Wenn wir auf Bahnhöfen zum Beispiel auch anlasslos dorthin gehen können. Aber trotzdem, wir sehen uns da gezwungen, und das ist ja immer das große Spannungsfeld, Freiheit oder Sicherheit, und aber trotzdem, dass die große Mehrheit unbescholtener Bürger einfach immer weiter eingeschränkt wird in ihren Rechten, weil der Staat nochmal an ganz anderer Stelle ja versagt hat. Also nochmal, warum sind wir überhaupt da? Warum haben wir ständig irgendwelche islamistischen Anschläge? Weil da Menschen sitzen, die gar nicht mehr hier sein sollten. Also weißt du, was ich meine? Das Problem liegt ja eigentlich ganz woanders, und deswegen finde ich diese ganze Debatte drumherum ein bisschen echt nur oberflächliches Herumgekratze, vor allem Messerverbote. Kann mir dann helfen.
Also Anna Schneider mit einer Meinung, die wahrscheinlich nicht so viele teilen werden. Ich bin gespannt auf die Reaktionen. Aber auf jeden Fall die Debatte, sie muss weitergehen. Da sind sich alle einig. Danke dir. Gerne.